Jo, Servus, Leute. Grüßt euch hier auf meinem Kanal, der Outdoor-Schwabe. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid heute bei dem Video. Ja, was haben wir heute vor? Eigentlich nicht viel, nichts Besonderes. Nur was Kleines. Und zwar möchte ich heute Zunder selber machen. Ich habe jetzt gesehen, man kann online Zunder kaufen, ein harzgetränkte Seile. Und ich habe mir gedacht, hey, warum kaufen, wenn man es selber machen kann? Ich habe jetzt hier ein Seil gefunden, das müsste Hanfseil sein. Und dieses Hanfseil schneiden wir uns jetzt in gerechte Stücke. Dann haben wir hier unser Baumharz drin. Das ganze Döschen ist voll. Das lösen wir einmal auf, erhitzen das schön, tauchen die Seile ein, lassen es ein bisschen austrocknen und dann testen wir das Ganze mal, ob es funktioniert. Ob das so klappt, wie ich es vorhabe oder nicht, das sehen wir dann. Und ihr seht es dann, wenn ihr dran bleibt. Freut mich, wenn ihr einfach dabei bleibt. Bis gleich, Freunde. Wir testen das jetzt einfach mal aus. So, dann brauchen wir erstmal ein Knife. Einmal ein Messer. Wie lange wollen wir unsere Stücke haben, so dass wir es halt auch fachgerecht in unsere Zunderdöschen reinbekommen, würde ich sagen, wir machen so ungefähr, was sind das, 10, 15 cm. Solche Stücke schneiden wir uns jetzt hier einfach mal runter. Ich hoffe, das Seil macht das auch mit. Also das Messer macht es auf jeden Fall schon mal mit. Solche Stücke schneiden wir uns jetzt mal runter. Da machen wir jetzt mal ein paar. Ich weiß nicht, für wie viel das hier reicht. Ich würde mal sagen, wenn wir mal 5 rauskriegen, wäre das cool. Ich schneide jetzt mal 5 Stück zurecht. Und dann bereite ich mal den Kocher vor, dass wir uns hier das Harz dann schön aufwärmen können. Jo, so schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt bereiten wir den Spirituskocher mal vor und dann geben wir das Harz in ein extra Döschen. Da habe ich noch irgendwo eins rumstehen. Hier haben wir noch eins, perfekt. Ist da drin. Auch irgendein Schnur. Lauter Schnüre hier. Ich bin voll verkabelt. Also, ja, und dann können wir das Ganze hier dann reinmachen. Den Harz hier schön drin erhitzen und unsere Schnüre da schön drin rumtunken. Und dann kriegen wir hoffentlich richtig geilen Zunder raus. Also bis gleich, Leute. Ich bereite das jetzt alles mal vor und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Sequenz. So. Hier haben wir unseren Pouch, wo unser Spiritus drin ist. Den holen wir jetzt mal ganz schön raus. Da reicht es dann auch, wenn wir nur Spirituskreuz, beziehungsweise das Trangia-Kreuz, Spirituskreuz, Trangia-Kreuz. So, dann füllen wir das Ganze mal auf mit Spirituose. So, jetzt war schon fast zu viel wahrscheinlich. Vom Alkohol kann ich einfach nicht genug haben. Ne, Spaß. So. Und dann können wir hier das Döschen draufstellen. Perfekt. Perfekto. Also, dann zünden wir das Ganze, entzünden wir das mal. So, dann brauchen wir nur noch was, womit wir dann quasi, schon wieder aus. Egal. Womit wir quasi das ganze Baumharz hier rauspulen können. Und alles hier irgendwie rein verfrachten. Da ist das viel. Leck mich am Arsch. Also ich glaube, das reicht locker für die 5 Seile. Wenn so irgendwas übrig bleibt, dann schneiden wir natürlich noch einen Fetzen runter. Guckt euch das mal an. Krasser Mist. Ja, ich habe so viel Baumharz gesammelt. Und ich habe mich immer gefragt, was stelle ich mit dem ganzen Baumharz an? Ich wollte sowieso mal Zunder draus machen. Ich habe aber noch nicht gewusst, was für eine Art Zunder. Und jetzt ist mir eingefallen, hey, gestern Abend ist mir gekommen, ist alles dreckig jetzt, ist scheißegal, scheißegal. Gestern Abend ist mir die Idee gekommen, hey komm, weil ich das dann zufälligerweise gesehen habe, dass man die Teile auch kaufen kann. Ich mir dachte, hey, in Baumharz getränktes Hanfseil. Wir haben unten Hanfseil in der Outdoor-Ecke und wir haben Baumharz. Wir haben Baumharz von fast dem ganzen Wald da oben. Also, why not? Und da können wir jetzt wieder frisches Baumharz reinsammeln und uns dann aus dem Rest von dem Seil immer mehr Ding machen.
Zunder. Und zwar gewaltig viel. Ja, also. Ja, so, jetzt bringen wir das ganze Ding hier nochmal zum Erhitzen. Erhitzen bitte. Ja, und brennen halt. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Spiritus reingemacht, das war das Problem. Na komm. Na, dann lassen wir es erstmal ohne Kreuz brennen. Dass es ein bisschen runter brennt. Und dann, wenn es ein bisschen runtergebrannt ist, Kreuz drauf, Harz drauf, Seile rein. Und dann muss der Zunder fertig sein. Jo, erstmal einen Schluck Wasser. Und dann, wenn wir eh schon den Kranke anhaben, dann machen wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Hagebuttentee, haben wir gedacht. Ja, Hagebuttentee machen wir uns. Bei der Jahreszeit einfach geil. So. Jo, ich melde mich beim nächsten Update. So, und während unser Baumharz hier ein bisschen kokelt, habe ich mir gedacht, machen wir es uns hier ein bisschen romantisch mit einer kleinen Kerze. Weil, ein bisschen Gemütlichkeit. Schade, nee, probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Das tut sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Wir haben noch genug Spiritus da, also egal wie lange das dauert. Und morgen haben wir frei. Ja, es kann die ganze Nacht dauern. Ja, ich habe Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Jo. Ja, also Tests sind immer was Cooles. Ich finde es immer cool, so ein bisschen was auszutesten. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier Baumharz en masse, also ohne Ende, dann sollte man diese Gelegenheit am Schopfe packen. Und in Harz tränken, verdammt. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Wenn das Harz sich im etwas verflüssigten Zustand befindet, melde ich mich nochmal bei euch. Bis dann. Mein geiler Aggregatzustand hier mit dem Harz. Tropfend. Ja, das wird schon, Leute. Wird schon werden. Wird schon werden. Boah. Okay, das ist zu heiß. Okay. Okay. Okay, wir haben Feuer gemacht. Und ich glaube, mein halber Bart fehlt jetzt gerade. Experimente, ich sage. War ein bisschen zu heiß. Aber da sieht man mal, was Harz für ein geiler Zunder ist. Ist mein Bart noch da? Scheiße, Mann. Ja, meine Frau liegt oben auf dem Sofa und ich fackel hier die halbe Bude ab. Auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen. Der Indoor-Schwabe. Wird zum Raketenwissenschaftler hier. Was ist das Scheiß? Okay, also wir haben jetzt einen sehr, sehr geilen Aggregatzustand. Also es ist jetzt wirklich richtig flüssig. Und ich denke mal, dass das Hanfseil jetzt hier unser Baumharz richtig geil aufsaugt. So, aber währenddessen läuft die Flamme vom Trangia noch. Und dann machen wir uns jetzt einfach mal schnell nebenher anschauen. Weil das darf ja auch nicht zu kurz kommen. Ja? Ich habe mir heute eine schöne kleine neue Tasse gegönnt. Finde ich irgendwie cool. Mir gedacht. Für Tee. Für Tee ist schön. Für Tee ist schön. So, jetzt kommen wir aber zum Hanfseil. Nicht, dass uns die Scheiße hier gleich wieder reinbrennt. Oder reintrocknet. Das wäre nämlich blöd. Also, das Zeug ist jetzt hier gut am Abgehen. Seil rein. Mal wirklich mal drin rum machen damit. Das ist Seil auch richtig schön und man sieht es auch schon.
Ich glaube, das wird perfekt. Wenn es noch nicht so alles so kleben würde. Ist ja krass. Ja, im Baumharz getränkt das Hanfseil. Ja, immer schon eine Idee. Improvisation ist die Kunst des Lebens. Ja? Boah. Das ist schon krass, wie es klebt. Ich hoffe, ich kriege das nachher hier runter von dem Zeug. Und das auskühlen lassen. Hoffe ich mal, ich kriege die Schnur hier runter. So, aber sieht doch schon mal gar nicht so scheiße aus. Sieht doch schon mal gar nicht so scheiße aus. So. Oh, das hier sieht scheiße aus. Boah. Krass. Okay. Kleines, aber feines Zwischenfazit. Gute Idee. Scheiß Umsetzung. Ja? Also die Idee an sich ist geil. Baumharzgetränktes Zeug zu machen ist cool. Aber in der Umsetzung hackelt es noch ein bisschen. Siehe Werkzeug, siehe beinahe Hausbrand. Ja, alles nicht so geil. Hätte auch beinahe schief gehen können. Ja? Also macht es bitte nicht zu Hause nach. Das war jetzt mal ein Selbstversuch, mal zu testen, wie geil ist das Zeug und funktioniert es überhaupt. Kann man sowas machen oder sollte man es eher lassen? Aber ich glaube, das Ergebnis kann man sich schon sehen lassen. So. Ja, wir haben jetzt hier in Baumharz getränktes Seil. Und wenn das jetzt mal richtig durchtrocknet, ich glaube, das geht als Zunder durch. Wir lassen es jetzt mal trocknen. Mal eine ganze Weile. Währenddessen trinke ich mal meinen Tee. Guck ein bisschen auf Instagram rum. Und wir warten einfach mal ab hier. Und nachher, wenn das Ganze mal wirklich durchgetrocknet ist, dann nehmen wir uns mal ein kleines Stück weg. Und versuchen mal, ob das brennt. Also mein Denken ist ja, dass das Zeug brennt wie Zunder. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben ja so ganz kleine Wursteln und ich glaube mit so einem kleinen Wurstel probieren wir das nachher mal. Das mal ein bisschen aufzudröseln und dann mal anzumachen mit unserem Feuerstahl. Aber das sieht schon gut aus. Ja, und sowas kann man sich halt kaufen auch, ja. Sowas kann man sich kaufen im Internet, aber sowas kann man sich halt auch selber machen. Ist zwar mit ein bisschen Risiko verbunden, dass Feuerwehr vorm Haus steht, aber gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm. So, wir lassen es jetzt mal dryen, trocknen und dann sehen wir uns nachher nochmal zum Test, wie es sich entzündet. Ob es sich entzündet. Wie krass entzündet es sich. Das sehen wir dann gleich. Ich trinke währenddessen mal noch einen Tee und räumen hier ein bisschen den Krust auf, den wir jetzt verursacht haben. Und ja, ein bisschen Baumharz ist ja noch drin. Aber da sieht man mal, wie krass das Zeug zündet. Okay, bis gleich, Leute. So, ich grüße euch zurück. Das Zeug hier ist jetzt trocken und zwar richtig durchgetrocknet. Ich würde sagen, ich zeige es euch mal. Ich hoffe, die Kamera fokussiert ist jetzt auch schön sauber, dass man das sieht. Wenn nicht, ihr seht es gleich drüben auf der Werkbank, wenn wir das dann versuchen mit dem Feuerstahl zu entzünden. Und das ist das, was wir jetzt machen werden. Dafür nehme ich eins von den kleineren Stücken her, weil wenn es funktioniert, dann behalte ich natürlich die großen und die kommen dann, die werde ich mir dann zurechtschneiden und dann kommen die in meine Zunderbox mit rein. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die zwei Dinger hier mit.
nehmen unser Messer mit Feuerstahl und testen das jetzt mal aus, ob es funktioniert oder nicht. Und dafür gehen wir jetzt mal rüber an die Werkbank. So, jetzt sind wir hier in der Werkbank. Wir haben hier unseren Feuerstahl, der funktioniert. Warum geht denn der heute so schwer? Das ist kein Mensch. Ja, ich glaube, wir machen das aber ohne Messer. Wir machen jetzt hier uns einfach mal ein Stück runter. Boah, das geht echt schwer. Jungs und Mädels, das geht wirklich schwer. So. 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 Das sieht doch mal gut aus. Machen wir mal, gucken wir mal, dass wir vielleicht ein kleines Nestchen machen. So. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, dann nehmen wir hier mal unseren Schaber her. Und tja, bei denen funktioniert es ein bisschen anders. Wir haben das in dem Video ein bisschen anders gemacht. Vielleicht wollen wir es da hinten nochmal. Jetzt klebt die ganze Scheiße natürlich überall wieder hin. Naja, nehmen wir halt mal nochmal ein Stück runter. Probieren wir es nochmal. Geben wir dem ganzen Ding nochmal eine Chance. So. Geben wir dem nochmal eine Chance. Vielleicht machen wir es gleich mal mit dem hier ein bisschen kleiner. Alles ein bisschen auffasern, die ganze Sache. So, also wir haben es jetzt ein bisschen aufgeträufelt. Wenn es jetzt nicht klappt, wäre der Bart beinahe umsonst weg gewesen. So. Jetzt geben wir hier nur ein bisschen Späne noch dazu. So, und na komm. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, komm. Ja, das wird sehr gut. Bombig. Bombig. Funktioniert. Einmal Tutti. Und mal Zunder und ihr seht, wie lange der Zunder brennt. Also, besser geht's gar nicht. Besser geht's fast gar nicht. Jo, also Freunde, ich habe jetzt meine Little Helper wieder ein bisschen mit Badestolöl bearbeitet, dass das Harz vielleicht ein bisschen sich löst. Ja, egal. Was haben wir hier? Wir haben hier richtig geilen Zunder. Also es funktioniert gut. Haben wir jetzt rausgefunden und ich muss sagen, geiler Scheiß. Und das Zeug ist gratis, ja. Also das findet ihr in jedem Baum. Bis auf das Hanfseil. Gut, aber komm ich da jetzt hin? Was kostet so ein Meter von dem Hanfseil? Wahrscheinlich ein paar Cent im Baumarkt oder so. Ein paar Euro. Aber so ein Hanfseil im Internet kaufen ist auf jeden Fall wesentlich teurer. Jo, und Baumharz findet ihr an jedem Baum. Ihr müsst nur die Augen aufhalten. An jedem Fichte, an jedem, vielleicht auch an jeder Kiefer, egal wo, ihr findet auf jeden Fall Baumharz. Und
Ich finde es nice. Also es ist wirklich, wirklich geiler Zunder und der funktioniert. Ja, der funktioniert. Haben wir jetzt getestet und jo. Ja, das war's auch schon von dem Video. Ähm, Ich hoffe, euch hat's gefallen, wie mir beinahe der Bart abgebrannt wäre. Vor Dummheit. Ja, also wirklich passt da auf, wenn ihr sowas macht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, der Outdoor-Schwabe ist indoor oder draußen in der frischen Luft. Und schaltet dann wieder ein. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend, wann auch immer ihr einschaltet. Genießt die Zeit, geht raus in die Natur, sucht nach Zunder oder setzt euch hin und genießt einfach die Natur. Jo, das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Euer Outdoor-Schwabe.